Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Serie zur OnePlus Watch 2 und wir wollen uns heute einmal erste Schritte, Bedienung, die Apps, die Einstellungen angucken, also quasi ein kleiner Einsteiger-Guide für euch. Das Ding ist etwas länger, deswegen habe ich Sprungmarken drin. Wenn ihr euch irgendwas nicht interessiert, springt einfach ganz schnell weiter zum nächsten Kapitel. Das sollte dann kein Thema sein. Ja, und wie immer bei den Serien baut das eine auf dem anderen auf, sprich das letzte Video zur Einrichtung hat mit diesem Bildschirm oder vielmehr dem, den wir gerade gesehen haben, geendet und wir gehen jetzt einmal in diesen ersten Einsteiger-Guide von OnePlus rein. Also Benachrichtigungen könnt ihr ganz einfach aufrufen, indem ihr von unten nach oben wischt und dann in den Benachrichtigungen weiter navigieren. Ihr könnt, wenn ihr von oben nach unten wischt, in die Schnelleinstellungen gehen. Das nennt sich hier Kontrollzentrum, da sind die wichtigsten Funktionen über einen Knopf schnell erreichbar. Wir haben als zusätzliche Funktionalität, weil wir ja keine Taste haben, die das ermöglicht, die Möglichkeit von links nach rechts zu wischen, um zurückzukommen. Da werdet ihr noch sehen, dass das nicht in allen Apps funktioniert, aber grundsätzlich funktioniert das. Bei manchen anderen Smartwatches geht das ja über die Knöpfe, hier geht es halt eben nur über die Geste. Ja, was gibt es sonst noch zu sehen? Und zwar die sogenannten Kacheln, Schrägstrich Widgets, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und die verbergen sich quasi rechts und links auf dem Ziffernblatt, wenn man so möchte. Also sprich, ihr könnt entweder von links nach rechts oder von rechts nach links wischen, je nachdem. Wir gehen einmal in den rechten Bereich rein und dann sehen wir hier, dass verschiedenste Widgets hier vorhanden sind. Die könnt ihr auch konfigurieren, also sprich, ihr könnt die individuell einstellen, wenn ihr denn dann möchtet. So, wir können jetzt auch noch ein bisschen was über die seitlichen Tasten lernen. Die sind ja etwas anders als bei anderen Wear OS-Uhren. Also zunächst mal kommt ihr mit der oberen Taste zum Ziffernblatt zurück und zwar egal, wo ihr euch befindet sozusagen. Wenn ihr auf dem Ziffernblatt selber seid, kommt ihr zu den Apps. Also sprich, ich zeige es euch jetzt nochmal, einmal drauf gedrückt und schon seid ihr im App-Drawer und könnt euch in den Apps rumbewegen bzw. in den Apps navigieren. Übrigens ein Hinweis noch, die Tasten könnt ihr auch alle separat konfigurieren. Ich glaube, der Hinweis kommt auch gleich nochmal von OnePlus. Ja, ansonsten Workouts mit einem einfachen Fingerdruck unten rechts, könnt ihr aber auch umstellen auf irgendeine andere App und doppelt unten rechts drücken könnt ihr natürlich auch. Dann kommt ihr zum Beispiel zum Google Wallet, aber auch das lässt sich konfigurieren. So, wir gehen in die erweiterten Tipps, wenn man so will, ja, also weitere, der zweite Teil des Einsteiger-Guides von OnePlus. Also, wenn ihr oben quasi die obere Taste gedrückt haltet, dann könnt ihr den Google Assistant aktivieren oder auch einen anderen Sprachassistenten, so ihr einen anderen aktiviert habt. Ihr könnt oben zweimal drücken, um zur zuletzt verwendeten App zu kommen, aber wie gesagt, all das lässt sich auch konfigurieren. Im unteren, wir haben noch einmal oben, 5-mal oben schnell gedrückt, löst einen SOS-Anruf aus, also falls ihr irgendwie gestürzt seid oder ähnliches, könnt ihr über das schnelle Drücken 5-mal auf den oberen Knopf diesen entsprechenden Notfallanruf auslösen. Die untere Taste kann quasi den Neustart initiieren, wenn ihr wollt. Also sprich gedrückt halten, zeige ich euch nachher auch nochmal und dann neu starten. Und hier steht auch das, was ich gerade eben gesagt hatte nochmal. Also sprich, ihr könnt beide Tasten in den Einstellungen unter Steuerung, werden wir nachher auch nochmal sehen, umkonfigurieren, sodass ihr da individuell euren bestmöglichen oder einen optimierten Zugang zu allen Apps habt, die ihr über die Tasten erreichen wollt. So viel zur Theorie von OnePlus. Wir gucken uns jetzt tatsächlich mal die Praxis an. Also, ihr seht hier einmal den App-Drawer oben gedrückt. Wir sind in den Apps drin. Wir haben jetzt hier so eine Planetenansicht, nennt sich das ja. Kennt man vielleicht von einem anderen großen Smartwatch-Hersteller, der sich Apple nennt und mit der Apple Watch da quasi auch dieses so ein bisschen implementiert hat. Mir persönlich gefällt das nicht so gut. Gerade wenn man die Krone nicht benutzen kann, um da rein und raus zu zoomen, ist das aus meiner Sicht nicht optimal. Aber ich zeige euch nachher, wie man das umstellen kann. Gut, ansonsten unterer Knopf gedrückt halten, haben wir gerade eben schon als Beispiel gesehen. Hier zeige ich es euch nochmal. Da könnt ihr neu starten, ausschalten und so weiter und so fort. Ja, was übrigens noch, oder ich habe es gerade eben schon gesagt, die Krone oben hat keine Funktion, was wirklich sehr, sehr schade ist. Gerade hier im App-Drawer wäre das wirklich super sinnvoll gewesen, dass man da eine Funktion bei hätte. Das ist wirklich sehr schade. Gut, von unten nach oben gewischt. Wir haben vorhin schon gesehen, da könnt ihr in die Benachrichtigungen reingehen. Jetzt ist hier quasi der Hinweis, dass ein Systemupdate vorhanden ist und grundsätzlich könnt ihr Benachrichtigungen auch wegwischen oder beziehungsweise löschen.
Das geht jetzt hier bei dieser nicht, aber grundsätzlich könnt ihr das natürlich auch tun. So, hier seht ihr jetzt schon, hier können wir nämlich nicht zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt an diesem System-Update-Benachrichtigung liegt. Da könnt ihr hier oben rüber zurückgehen und dann auch entsprechend wieder auf euren Watchface zurückkommen. Dann hier auch nochmal, dass es auch quasi in die andere Richtung geht. Also sprich, ihr habt nicht nur rechts die Widgets, sondern auch nach links die Widgets. Dann seht ihr hier die verschiedensten Sachen von Kalendereinträgen über Sportaktivitäten und so weiter und so fort. Ja, gucken wir noch mal weiter. Was gibt es vielleicht sonst noch Wichtiges zu sagen? Im oberen Bereich die Schnelleinstellungen. Da können wir noch mal kurz durchgehen. Oben findet ihr zunächst Google Wallet, also alle Einstellungen zu Google Wallet. Dann haben wir den Flugzeugmodus. Wir haben die Touchscreen-Deaktivierung, sodass ihr da quasi nicht mehr touchen könnt, wenn ihr Handschuhe oder ähnliches anhabt und dann nicht touchen wollt. Wir können die Vibration einstellen. Wir können den Schlafmodus einstellen. Wir können den Nachtmodus einstellen. Sorry, jetzt bin ich unten drauf gekommen. Die Helligkeit adjustieren. Wir haben die Möglichkeit, die Bluetooth-Kopfhörer zu aktivieren, zu deaktivieren, Lautstärke, den Vibrationsmodus bzw. Klingelmodus können wir aktivieren. Hier war schon die Lautstärke, genau, ich habe es gerade eben schon gesagt. Dann haben wir hier unten den Akkuzustand, da kommt ihr in die Akkueinstellungen. Hier diese Funktionalität ist der Modus, also entweder könnt ihr den Smart-Modus aktivieren, verbraucht dann etwas mehr Akku, oder halt die einfache Urfunktionalität, aber das ist für uns vielleicht nicht so wichtig, und auch noch in die Einstellungen reingehen. Das war es vielleicht erstmal zu den Details. Ja, als nächstes springen wir dann jetzt einmal durch die Standards-App, sodass ihr wisst, was standardmäßig mit installiert ist. Ihr seht jetzt hier, ich habe quasi den App-Drawer umgestellt, damit es etwas einfacher zu betrachten ist. Zeige ich euch nachher in den Einstellungen, wo man das umstellen kann. Also, was haben wir hier mit an Bord? Also wir haben erstmal oben natürlich die Anruf-App. Also sprich, ihr könnt in eure Anrufe reingehen, Anrufe initiieren, natürlich nicht über die Uhr führen grundsätzlich, sondern aber über euer Telefon führen. Dann haben wir hier eure Tages-Fitnesszustand sozusagen. Wir haben die Sportaktivitäten und die zugehörigen Einstellungen, und wir haben als nächstes, und das ist vielleicht fast das Wichtigste ja eigentlich, den Play Store. Da könnt ihr natürlich unendlich das ganze Ding erweitern mit Spotify, mit WhatsApp, mit Google Mail und so weiter und so fort. Wir haben einen Kompass mit an Bord. Wir haben hier, das erklärt sich nicht sofort, den Stresstest. Dieses lachende Smiley ist quasi der Stresstest sozusagen. Wir haben unten dann noch den Bereich Wetter. Wir haben im linken Bereich, und da gehen wir jetzt auch mal drauf, das Schlaftracking, sodass ihr sehen könnt, wie euer Schlaf gelaufen ist. Wir haben einmal die Blutsauerstoffmessung. Auch da quasi der Hinweis, wie ihr die Uhr zu tragen habt, und dann die entsprechende Messung. Gleiches auch für die Herzfrequenz. Logisch, gleiches Prinzip, weil wir die Uhr jetzt nicht anhaben, kommt auch immer dieser Hinweis. Wir haben hier die Möglichkeit, Alarme zu setzen. Wenn ihr also einen Wecker auf der Uhr einschalten möchtet, lässt sich das hier bewerkstelligen. Wir können einmal eine Stoppuhr nutzen und auch mit Rundenaufzeichnung arbeiten. Das ist diese App. Wir haben einen Timer, wo ihr jetzt ein paar vorgegeben habt, aber auch individuell konfigurieren könnt über dieses Plus hier unten. Wir haben eine Weltzeituhr, auch da einfach könnt ihr natürlich auch noch weitere Länder bzw. Städte hinzufügen oder Zeitzonen vielmehr. Wir haben einmal den Kalender, den Google-Kalender. Wir haben hier die Energiespareinstellungen, wenn ihr da was ändern möchtet. Also ich sag mal, ihr müsst die Akkulaufzeit ziehen, dann könnt ihr hier quasi Energiesparen aktivieren und euch auch den Akkuverbrauch und die Einstellungen nochmal angucken, die zu dem Akkuverbrauch entsprechend führen bzw. da konfigurieren sich lassen. Dann haben wir hier, und da gehe ich vielleicht nochmal weiter, dann ist die Taschenlampe, wo ihr quasi auch Rot und Blau noch aktivieren könnt. Wir haben einmal den Bereich SMS. Wir haben einmal jetzt bin ich unten auf Google Pay, auf GPay gekommen, das wollte ich jetzt gar nicht. Wir haben GPay natürlich unten, Google Wallet. Wir haben oben aber auch noch den Bereich, wo wir auf eure Kontakte zugreifen können. Wir haben hier die Musikeinstellungen, 32 GB sind ja mit an Bord. Ihr könnt also auch MP3s draufladen. Wir haben die Einstellungen allgemein, die zeige ich euch im nächsten Kapitel dann gleich nochmal. Da gehen wir alle Einstellungen einmal ganz schnell durch. Ja, gerade eben schon gesehen Google Wallet. Wir haben dann hier noch den Bereich, wo wir YouTube Music nutzen können, ist vorinstalliert. Ihr könnt natürlich auch Spotify installieren, all das kein Thema, falls ihr zum Beispiel kein YouTube Premium Konto habt. Wir haben Google Maps mit an Bord standardmäßig und den Google Assistant. Das ist jetzt eigentlich so das Standard-Set, was mit dabei ist. Ganz wichtig aber, und das erwähne ich an der Stelle nochmal, der Play Store ist natürlich das Ding, was diese Uhr so groß macht. Da könnt ihr euch tausende von Apps runterladen. Wie gesagt, Spotify, Gmail, ganz viele andere Sachen, WhatsApp und so weiter und so fort. Könnt ihr das ganze Ding unendlich erweitern, wenn ihr so wollt. Komoot ist noch mit dabei. Also all das lässt sich da noch aktualisieren bzw. mit einbauen.
Ja, und ich habe es gerade eben schon gesagt, als nächstes gehen wir einmal durch die Einstellungen. Die könnt ihr einmal im App Drawer aufrufen oder auch über die schnelle Einstellungen von oben. Also die beiden Optionen gibt's. Und da gehen wir jetzt einfach einmal durch und ich zeige euch ganz schnell mal, was so die wichtigsten Einstellungen sind. Nicht alle im Detail, weil ansonsten wird es tatsächlich zu lang, aber mal so die wichtigsten Dinge. Wir fangen von oben an. Einmal der Bereich Modi. Das ist der Teil, den ich euch oben schon mal gezeigt habe. Sprich, ihr könnt zwischen dem Smart-Modus und dem Energiesparmodus hin und her wechseln. Das ist dann der eingeschränkte Modus. Also sprich, hier seht ihr nochmal alles verfügbar im Smart-Modus, wo dann der Prozessor zwischen den beiden Prozessoren hin und her geschaltet wird. Im Energiesparmodus werden dann tatsächlich ganz viele Dinge abgeschaltet. Dann ist die Uhr wirklich nur noch eine Uhr sozusagen oder in wesentlichen Teilen. Hier seht ihr es dann auch nochmal. Das ist dann keine Smartwatch im klassischen Sinne mehr. Sorgt aber halt eben dafür, dass natürlich der Akku oder beziehungsweise die Kapazität ausreicht für bis zu 12 Tage. Das werden wir dann im Test noch rausfinden, ob das wirklich so ist. Vor allen Dingen aber auch natürlich die Akkulaufzeit im Smart-Modus, weil das ist für mich im Wesentlichen das Interessante. Ja, im Bereich WLAN könnt ihr eure Uhr mit dem WLAN verbinden. Das solltet ihr im Übrigen auch tun, denn wenn ihr keine Bluetooth-Verbindung mit eurem Telefon habt, könnt ihr trotzdem synchron bleiben über das WLAN. Deswegen empfehle ich euch, speichert hier euer WLAN mit ein. Das macht auf jeden Fall Sinn, gerade für den Fernzugriff. Den zeige ich euch später nochmal in der OHealth-App. Bluetooth, hier könnt ihr eure, zum Beispiel eure Kopfhörer koppeln oder auch ein anderes Telefon gegebenenfalls. Das ist allerdings dann nicht, dass die Uhr mit dem Telefon verbunden ist, sondern einfach nur, dass ihr über Bluetooth-Daten im Zweifel austauschen könnt. Allgemeine Einstellungen bedeuten zum einen, dass wenn eine neue Benachrichtigung reinkommt, erhaltet ihr so einen kleinen Punkt auf dem Watchface. Das könnt ihr hier aktivieren und ihr könnt auch die Mediensteuerung aktivieren. Das heißt, wenn ihr auf eurem Telefon Musik hört, könnt ihr gleichzeitig über die Uhr das Ganze fernbedienen. Das finde ich ganz praktisch, um das Ganze fernzusteuern. Ja, dann der Bereich App-Ansicht, App-Drawer, das hatte ich euch vorhin gezeigt. Die Planetenansicht ist dieses, wo man so rein und raus zoomt. Die Rasteransicht ist das, was wir gesehen haben. Und es gibt auch noch eine Listenansicht, wo ihr einfach alles untereinander habt. Und Anleitung starten bedeutet nichts anderes, als nochmal in diesen Startbereich zurückgehen, womit dieses Video hier angefangen hat. Verbindung, okay, könnt ihr den Flugmodus aktivieren, wenn ihr denn dann keine Datenverbindung mehr haben wollt, und über NFC. Im unteren Bereich könnt ihr dann auswählen, wie ihr oder ob ihr überhaupt bezahlen wollt. Das lässt sich nämlich hier konfigurieren, also sprich Google Pay oder Google Wallet oder wie auch immer es jetzt im Zweifel bei Erscheinen des Videos dann heißt, könnt ihr hier als Standard-App auswählen. Denkt dran, ihr müsst dann quasi auch einen Code vergeben. Zeige ich euch später nochmal, das ist auch hier mit in den Einstellungen zu sehen. Display, das solltet ihr, da solltet ihr auf jeden Fall angucken, was ihr da tut. Einmal die Geste, die ist natürlich sinnvoll, dann geht das Display nämlich an. Bei der Helligkeit, automatische Helligkeit macht auch Sinn. Hier die Dauer des Display eingeschaltet Seins, das macht natürlich nicht so viel Sinn. Das habe ich jetzt auf 60 Sekunden gestellt für dieses Video. Solltet ihr natürlich deutlich weniger einstellen, denke ich zumindest, um Akkukapazität bzw. Laufzeit zu sparen. Always-on-Display bedeutet nichts anderes, als dass quasi das Display die ganze Zeit eingeschaltet wird, bleibt wie bei einer klassischen Uhr. Wo es natürlich kein Display gibt, aber wo ihr immer ablesen könnt quasi. Das kostet aber sehr viel Akku, deswegen da solltet ihr auf jeden Fall überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Genauso wie der Animationsbooster, ob man den jetzt braucht, ich lasse es mal dahingestellt sein, das ist ein bisschen Geschmackssache. Töne, Vibration erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ihr könnt die Vibrationsstärke, Dauer und so weiter und so fort einstellen und natürlich auch die Klingelton und sonstige Lautstärken. Und auch einstellen den Bitte-nicht-stören-Modus und natürlich logischerweise auch den Klingelton verändern. All das lässt sich hier in diesem Bereich konfigurieren. Ganz wichtig noch, ihr müsst immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr Benachrichtigungen kriegt in den Einstellungen, ob die Uhr getragen wird oder nicht. Dazu aber dann vielleicht im nächsten Video zu den Benachrichtigungen noch mehr. Im Bereich Steuerung können wir das konfigurieren, was ich euch vorhin schon gesagt habe, sprich den oberen und den unteren Knopf einstellen. Da könnt ihr eine andere App nehmen und so weiter und so fort. Das finde ich super praktisch, dass man auch beide Knöpfe voll konfigurieren kann. Das geht ja nicht bei allen Herstellern, deswegen da muss ich wirklich sagen, Daumen hoch für OnePlus, dass man da beide Knöpfe sowohl für gedrückt halten als auch für kurzdrücken konfigurieren kann. So, Apps und Benachrichtigungen. Hier könnt ihr zum einen Benachrichtigungsoptionen anzeigen, ob euch überhaupt Apps eine Benachrichtigung auf der Uhr anzeigen sollen oder halt eben nicht. Das lässt sich hier konfigurieren. Da muss man nicht unbedingt was einstellen aus meiner Sicht. Ihr könnt eure Standard-Apps definieren, also was ist eure Browser-App, was ist die SMS-App, aber was ist auch euer Assistant zum Beispiel. Wenn ihr nicht Google Assistant nutzen wollt, lässt sich das hier verändern. In den App-Infos könnt ihr zu euren Apps noch die Infos abrufen, also sprich, was steckt dahinter, was konfiguriert, was braucht das Ganze und so weiter und so fort. Das könnt ihr hier einmal
konfigurieren, das Ganze beenden und so weiter und so fort, also wie ihr es auch vom Telefon kennt. Ne? So, App-Info haben wir gerade, ist das gleiche, was ich gerade schon gesagt habe. Dann könnt ihr hier unten nochmal die Apps nach Speichergröße euch angucken, also sprich dann gegebenenfalls auch Speicher löschen, wenn ihr sagt, ihr braucht Speicher. Beim Standort könnt ihr logischerweise GPS aktivieren oder deaktivieren. Und könnt, hier unten wird es dann nochmal beschrieben, auch zusätzlich noch den Google-Standort, die Google-Standortgenauigkeit erhöhen. Das funktioniert über WLAN und so weiter und so fort. Das ist dann wieder datenschutzrechtlich etwas weiter gefasst, sage ich jetzt mal. Was aber auf jeden Fall sinnvoll ist, ist der Notfallortungsdienst. Denn wenn was passieren sollte, dann wird eure Standortinformation direkt mitgeschickt. Finde ich persönlich ganz wichtig, dass, wenn dann was ist, dass die Helfer euch quasi auch erreichen können. Und da, glaube ich, sollte man wegen Datenschutz auch nicht so viel Bedenken haben. Gut, wir gucken nochmal weiter. Akku haben wir vorhin schon gesehen. Das ist letzten Endes die Anzeige der Restlaufzeit und auch die Optionen, noch Energiesparen zu aktivieren, aber auch eben den Akkuverbrauch euch anzuschauen. Ihr seht jetzt hier, wir haben natürlich dadurch, dass wir jetzt hier das ganze Ding eingerichtet haben und bedient haben, wesentliche Teile des Akkuverbrauchs darauf liegen, aber das wird sich dann im Laufe der Zeit dann auch ändern. Gut, weiter geht's. Wir können das Schlaftracking hier noch weiter konfigurieren, sprich, wollen wir Atemprobleme während des Schlafs messen oder eben nicht. Gleiches gilt zum Beispiel auch für den REM-Schlaf. Wollen wir im REM-Schlafbereich das Ganze tracken oder nicht? Das könnt ihr hier alles konfigurieren und einstellen. Ganz nach eurem Gusto sozusagen. Workouts automatisch erkennen ist, denke ich, auch klar. Also sprich, wenn ihr loslauft und ihr habt nicht einen Workout gestartet, dann lassen sich hier einige von Workouts automatisch erkennen. Ihr seht es hier. Das macht vielleicht durchaus Sinn, damit man nicht immer manuell das Ganze starten muss. So, dann haben wir hier den Bereich System-Updates. Ich denke, das dürfte auch klar sein. Da wird dann neue Software reingeladen. Das ist jetzt hier in meinem Fall auch gegeben. Also beim nächsten Laden installiert sich dann die nächste Software. Und wir haben noch sonstige Einstellungen. Also zum einen können wir es hier auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wir können Eingabemethode ändern, wenn ihr eine andere Tastatur verwenden wollt, oder ihr könnt auch die Sprache ändern und so weiter und so fort. Displaysperre nochmal ganz wichtig, wie vorhin schon mehrfach erwähnt, Google Wallet, Google Pay benötigt eine Displaysperre, das könnt ihr hier dann konfigurieren. Bedienungshilfen, wenn ihr zum Beispiel eingeschränkt seid mit eurer Sehfähigkeit oder ähnliches, könnt ihr hier Dinge konfigurieren, die es euch ermöglichen, besser das Ganze ablesen zu können. Und hier gibt es dann auch Hinweise zu Wasserdichtigkeit und so weiter und so fort. Ist jetzt für uns, glaube ich, eher weniger relevant, sage ich jetzt einfach mal. Gut. Trennen, zurücksetzen dürfte, denke ich, auch klar sein. Da könnt ihr die Uhr auf komplette Werkseinstellung zurücksetzen und auch von eurem Telefon quasi abtrennen. Dann haben wir noch Informationen zur Uhr, aber auch das dürfte, glaube ich, am Ende weniger relevant sein. Und deswegen würde ich mal vorschlagen, wir springen direkt in die App auf dem Smartphone. Ja, ohne die Smartphone-App, die O-Health-App, ist natürlich die Uhr nur halb so viel wert, weil die liefert quasi alle Informationen und Daten zu. Ihr habt unten 3 Reiter, die zeige ich euch mal, wobei 2 jetzt erstmal uninteressant sind. Einmal der Bereich Gesundheit, der füllt sich natürlich im Laufe der Zeit. Ich habe jetzt hier mit der Uhr noch nichts gemacht, sondern zeige euch ja jetzt, wie gesagt, nur die ersten Schritte. Deswegen ist hier noch nichts drin und genauso beim Sportbereich, auch da findet sich jetzt aktuell noch nichts. Aber im Bereich Gerät, da haben wir ja vorhin das Gerät hinzugefügt und wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, noch viele verschiedene Dinge zu konfigurieren. Zunächst mal habt ihr schon oben den Hinweis, dass die App auf den Standort zugreifen muss, damit ihr Wetter und auch Training überhaupt tracken könnt. Das solltet ihr natürlich dann auch zulassen und müsst ihr dann hier auch in den Berechtigungen erfassen. Das ist nochmal ganz wichtig, denn ansonsten funktionieren halt die Standortdinge nicht. Deswegen auch dieser Hinweis, das solltet ihr aus meiner Sicht dann halt konfigurieren, wenn ihr da Probleme mit habt, weil ihr sagt, oh, das ist aber Datenschutz, dann halt eben nicht aktivieren, das ist die alternative Möglichkeit. Uhrmodi hatte ich euch gerade auf der Uhr schon gezeigt. Hier ist das Ganze dann nochmal etwas ausführlicher beschrieben. Auch dieses Zusammenspiel zwischen dem Snapdragon und dem BES-Chip und im Energiesparmodus wird auch nochmal ganz konkret gesagt, was denn funktioniert und was nicht. Und da seht ihr dann auch nochmal, wenn ihr euch das hier im Detail anguckt, dass das quasi keine Smartwatch mehr ist, sondern das ist quasi mehr eine Uhr mit erweiterten Funktionalitäten, vielleicht noch so ein Fitnessarmband oder sowas, aber eben halt keine richtige Smartwatch, denn die benötigt den Smart-Modus. Ja, was haben wir sonst? Wir sehen natürlich noch die Akku-Restlaufkapazität sozusagen. Wir haben die Watchfaces mit dabei, also quasi eure eigenen vorinstallierten Watchfaces, das sind schon mal einige. Das ist aber natürlich nicht das Ende der Fahnenstange, denn ihr könnt noch viel mehr Watchfaces runterladen. Zum einen aus dem originären OnePlus
Plus Store, also sprich in dem klassischen Outfit hier, was quasi bei OnePlus mitgeliefert wird sozusagen. Aber natürlich, und das ist vielleicht noch viel spannender, der Play Store bietet schier unendliche Zugriffe auf Watchfaces, sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig. Da gibt es aus meiner Sicht alles, was man sich wünschen kann. Von daher habt ihr da natürlich mit einer Wear OS Uhr, so wie es die OnePlus Watch 2 ist, alle Möglichkeiten, euch individuelle Watchfaces herunterzuladen und zu konfigurieren. Da gibt es sowohl kostenpflichtige, wie gerade eben schon erwähnt, als auch ganz viele kostenlose. Müsst ihr einfach mal reingucken. Gut, ansonsten ist das zu den Ziffernblättern eigentlich alles. Wir haben dann noch den Bereich Kacheln oder wie ich es nenne, Widgets. Ich glaube, das ist auch der verständlichere Begriff. Da seht ihr hier, dass wir das Ganze auch konfigurieren können, sowohl welche rauslöschen, als auch das Ganze verschieben. Wenn ihr da die Reihenfolge ändern wollt, lässt sich das hier viel einfacher als auf der Smartwatch konfigurieren und ihr könnt natürlich auch noch welche hinzufügen, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt Google Maps noch dazu oder ich brauche zuletzt gehörte YouTube Music Titel, wollte ich sagen, dann geht das natürlich auch. Bereich Benachrichtigung, der ist sehr umfangreich, einmal mit den Uhren-Apps, also was darf euch quasi auf der Uhr eine Benachrichtigung senden. Aber, und das ist fast noch wichtiger, was darf euch auch oft auf eurem Smartphone Benachrichtigungen auf die Uhr senden? Das ist nämlich der gesamte untere Block. Da mache ich noch ein separates Video zu den Benachrichtigungen auf der Uhr, weil das immer so ein Thema ist, wo gesonderter Informationsbedarf besteht, sage ich jetzt mal. Guckt euch die Einstellungen hier sehr genau an, denn oft, wenn in den Kommentaren gesagt wird, bei mir kommen keine Benachrichtigungen an, dann hängt das an verschiedenen Dingen, dass in den Einstellungen halt eben aktiviert ist, dass Benachrichtigungen nur kommen, wenn das Telefon gesperrt ist oder auch umgekehrt. Deswegen da solltet ihr einfach mal reingucken, dann sind die Benachrichtigungen nicht aktiviert für diese App und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das damit einmal intensiv beschäftigt und das so einstellt, wie ihr es denn dann für euch und euren individuellen Zweck benötigt. Ja, Bereich Training und Gesundheitseinstellungen könnt ihr ganz viele Ziele konfigurieren. Ihr könnt erstellen, ob die Herzfrequenzmessung stattfinden soll oder nicht. Ihr könnt Stressüberwachung aktivieren, ihr könnt eine Aufsteherinnerung aktivieren und so weiter und so fort. Ganz viele Einstellungen zum Bereich Training und Gesundheit. Will ich euch jetzt gar nicht alles im Detail zeigen, sondern da müsst ihr auch einfach durchgucken, was für euch relevant ist und was vielleicht gegebenenfalls dann auch nicht. Ja, was gibt's noch weiter zu sagen? Im Bereich Mehr haben wir verschiedene Optionen noch, die so ein bisschen, ja, jetzt eher detaillastig sind. Zum einen der App-Schutz. Das ist nur ein Hinweis darauf, dass die Smartphone-App von euch nicht über die Akku-Optimierung laufen darf oder sollte, weil ansonsten halt nicht sichergestellt ist, dass die Synchronisierung sauber funktioniert. Das könnt ihr in den Einstellungen von eurem Telefon ändern. Ansonsten Kalenderereignisse synchronisieren zwischen Uhr und Telefon. Wir haben die Möglichkeit, beim Wetter auch noch Einstellungen vorzunehmen, je nachdem, ob ihr Fahrenheit oder Celsius und so weiter und so fort haben wollt. Wir haben die Möglichkeit, das Always-On-Display auch hier noch zu aktivieren oder zu deaktivieren. Haben wir ja vorhin schon auch auf der Uhr gesehen, wie das funktioniert. Wir haben die Möglichkeit, auch hier bei den Bedienungshilfen nochmal reinzugehen, auch das auf der Uhr vorzukonfigurieren, aber hier natürlich viel einfacher als in den Details auf der Uhr. Google, da könnt ihr nur noch mal ins Google-Konto reingehen, den Assistant konfigurieren und die Datenschutzoptionen anschauen. Wir haben dann noch die Möglichkeit der Fernverbindung. Das ist tatsächlich sehr wichtig, wenn ihr nämlich im WLAN seid, keine Bluetooth-Verbindung zu eurer Uhr oder zum Telefon habt und dann könnt ihr trotzdem die Uhr benutzen, wenn die im WLAN eingeloggt ist. Das ist ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel irgendwie WLAN im Gartenhaus habt oder so, kein Problem, könnt ihr mit der Uhr trotzdem Benachrichtigungen bekommen, sofern ihr das aktiviert habt. Fehlerberichte, da gibt es dann einfach nur die Möglichkeit, einen Fehlerbericht zu erstellen und den an OnePlus zu senden, wenn es Probleme gibt. Einen Screenshot aufnehmen, könnt ihr ein Bild von der Uhr, also klassischen Screenshot machen und auf eurem Telefon ablegen. Und bei über das Gerät gibt es dann noch ganz viele Informationen zu eurer Smartwatch. Das ist jetzt vielleicht auch weniger relevant für uns hier. Ansonsten unten halt natürlich noch entkoppeln, also sprich, ihr könnt das Ganze wieder zurücknehmen. Und dann war es das auch schon mit der OHealth-App, also viele Konfigurationsmöglichkeiten, die euch helfen, die Uhr zu bedienen. Ja, das war eher mein kleiner Einsteiger-Guide zur OnePlus Watch 2. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Dinge so erläutern, dass ihr sie besser verstanden habt. Wenn das nicht der Fall sein sollte und ihr habt noch Fragen, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Im dritten, beziehungsweise das ist ja jetzt hier der dritte Teil, also im vierten Teil gucken wir uns dann die Benachrichtigungen an. Wer Bock hat dabei zu sein, gerne auf Abonnieren klicken. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid und durchgehalten habt bei diesem langen Video und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.